Dieses Erklärvideo trägt den Titel Listen erstellen leicht gemacht. In diesem Video erfährst du, wie du in Sicobase schnell und einfach eine Liste anlegst, Spalten konfigurierst und verschiedene Datentypen nutzen kannst. In Sicobase lassen sich neue Listen direkt im Bereich Listen erstellen. Jede Liste hat einen Titel und eine Beschreibung. Beides wird gleich auf der Listenübersicht angezeigt. Mit Hilfe des Titels kannst du die Liste beispielsweise in Tickets verlinken. Um eine neue Liste anzulegen, klicke auf den Ordner, in dem die Liste erstellt werden soll. Nach dem Anlegen findest du die Liste automatisch dort. Ein Klick auf den Ordner öffnet die Detailansicht. Hier findest du zudem eine kumulierte Statusinformation aller Listen in diesem Ordner. Klicke auf die Liste, um sie zu öffnen. Noch ist sie leer, keine Inhalte, aber eine Spalte wird automatisch vom System als Titel angelegt. Rechts findest du 3 Modi: das Auge zum Anzeigen der Liste, der Stift zum Bearbeiten von Inhalten und das Zirkelsymbol, um die Struktur der Liste zu verändern. Da du die Liste jetzt strukturieren möchtest, klickst du auf das Zirkelsymbol. Nehmen wir einmal an, du möchtest eine Liste zur Führerscheinkontrolle im Betrieb anlegen. Zu Demonstrationszwecken wurde die zuvor existierende Spalte bereits gelöscht. Nun kannst du Zeilen, Spalten und Gruppen zur Liste hinzufügen. Ein Eintrag in die Liste entspricht dabei einer Zeile. Um den Führerschein einer bestimmten Person zu dokumentieren, brauchst du zunächst eine Spalte mit dem Namen des Fahrers. In den Spalteneinstellungen kannst du den Namen der Spalte, die Breite und die Position festlegen. Die Position bestimmt dabei, an welcher Stelle der Liste deine neue Spalte steht. Für den Namen des Fahrers wählst du die Zuordnung Titel und den Typ einzeiliger Text. Nun fügst du eine Zeile hinzu, klickst in das Feld, trägst den Namen ein und speicherst. Jetzt möchtest du dokumentieren, welche Führerscheinklasse Ferdinand Fahrer besitzt. Dazu legst du eine neue Spalte an, wählst die benutzerdefinierte Zuordnung und den Datentyp Auswahlliste mehrfach, da mehrere Führerscheinklassen auf einem Führerschein vermerkt sein können. Die Auswahlmöglichkeiten kannst du direkt in den Einstellungen eintragen. Wähle hier die Einstellung Ad-Hoc-Liste, um direkt eine neue Auswahlliste einzutragen. Hast du bereits eine fertige Auswahlliste hinterlegt, kannst du auch diese auswählen. Da aber noch keine vorgefertigte Auswahlliste zur Verfügung steht, wählst du die Ad-Hoc-Liste aus. Wie bei allen Listen in Sicobase reicht auch hier ein Klick, um eine neue Zeile hinzuzufügen. Sobald du alle Auswahlmöglichkeiten eingetragen hast, klickst du auf Übernehmen. Nun kannst du für Ferdinand Fahrer auswählen, für welche Führerscheinklassen sein Führerschein gilt. Um festzuhalten, wer den Führerschein geprüft hat, fügst du eine weitere Spalte hinzu, diesmal mit der Zuordnung Zugewiesen an. Damit greifst du automatisch auf alle Personen mit entsprechender Berechtigung in Sicobase zu. Optional lässt sich daraus eine Aufgabe generieren, inklusive einer Benachrichtigung per E-Mail. Als nächstes brauchst du eine Spalte, die den aktuellen Aufgabenstatus dokumentiert und eine, die zeigt, ob der Führerschein geprüft wurde. Die erste Spalte ist eine Statusauswahlliste. Hier kannst du aus verschiedenen Möglichkeiten auswählen, wie beispielsweise, ob eine Aufgabe offen oder in Bearbeitung ist. Auf Wunsch kann der Prüfer automatisch per Mail informiert werden, wenn sich der Status eines Fahrers ändert. Ferdinands Führerschein ist noch nicht geprüft, also setzen wir den Status auf offene Aufgaben. Du willst die Statusspalte ganz vorne sehen? Dann setze in den Einstellungen die Position auf 1. Zusätzlich ergänzt du eine Checkbox-Spalte. Sie lässt sich mit einem Klick aktivieren, sobald die Prüfung erledigt ist.
In Betrieben müssen Führerscheine regelmäßig kontrolliert werden, zum Beispiel alle 6 Monate. Lege dafür eine Spalte Nächste Prüfung an und wähle als Zuordnung Erinnerung, Serie. Damit wird automatisch eine wiederkehrende Erinnerung erzeugt. Aktiviere die Option Nur erinnern, wenn Status erledigt oder vorhanden, damit die Erinnerung erst nach der ersten Prüfung startet. Das Zeitintervall kannst du dabei selbst wählen. Ist die Prüfung bei Ferdinand abgeschlossen, erscheint automatisch der Termin für die nächste Kontrolle. Achtung! Diese Funktion setzt voraus, dass mindestens eine andere Spalte den Prüfstatus abfragt. Gibt es eine solche Spalte nicht, erscheint eine Warnung. Diese kann aber einfach behoben werden. Lege dazu eine neue Statusauswahlliste oder eine Checkbox an. Am besten ist es aber, du legst beides an. Manchmal muss eine Kontrolle früher stattfinden, zum Beispiel, wenn der Führerschein bald abläuft. Lege dafür eine Spalte Gültig bis an und wähle den Typ Erinnerung an. So wirst du pünktlich erinnert, bevor der Führerschein seine Gültigkeit verliert. Um den Überblick über alle Fahrer zu behalten, kannst du die Liste durchnummerieren. Lege eine neue Spalte mit der Zuordnung Nummerierung an, wähle Position 1 und aktiviere Immer sichtbar. Auch der Name des Fahrers soll fixiert bleiben. Also aktiviere auch dort die Option Immer sichtbar. Beim Scrollen bleiben beide Spalten nun jederzeit im Blick, egal wie groß deine Liste ist. Nicht schlecht, oder? Natürlich kannst du noch viele weitere Informationen zur Führerscheinkontrolle erfassen. Hier siehst du ein Beispiel für eine erweiterte Liste. Jeder Eintrag der Liste kann außerdem noch ganz einfach als Formular angezeigt, bearbeitet und mit einem Klick sogar gedruckt oder als PDF gespeichert werden. Glückwunsch! Jetzt weißt du, wie du mit Psychobase ganz einfach eine Liste erstellen und automatisieren kannst. Du willst noch mehr aus Psychobase herausholen? Teste mal die KI-Unterstützung, unser persönliches Highlight. Weitere Funktionen und Tipps zu Psychobase findest du in den nächsten Videos. Wir hoffen, dass dieses Video für dich hilfreich war. Solltest du noch weitere Fragen rund um Psychobase haben, bieten wir dir gerne an, in Kontakt mit uns zu treten. Für Fragen, Kritik und Anregungen kannst du uns selbstverständlich jederzeit eine E-Mail an support@psychobase.de senden. Zum Schluss noch Hinweis in eigener Sache. Auf unserer Homepage psychobase.de kannst du noch mehr über die Funktionen und Möglichkeiten unserer Software erfahren. Schau doch mal vorbei. Vielen Dank für dein Interesse und deine Zeit.